Servus Leute, was geht ab? Willkommen zurück zu einem weiteren Beschwörungsvideo, heute wieder auf meinem Account. Ich dachte mir mal, ich probiere es wieder. Ich meine, wir haben ja jetzt durch das Event ja wieder so ein Beschwörungs-Special-Elerium bekommen. Und wir haben noch 19 Elerium. Und wir sind kurz davor, ein LD-Net 5 bekommen zu können. Wissen wir noch nicht, ob es kommen wird oder nicht, aber ich hatte einfach Lust, es zu probieren. Und wir gehen einfach direkt rein. Falls ihr auch wollt, dass ich auf eurem Account beschwöre, schreibt mir einfach auf Discord. Ich würde das auch off-Stream machen, also muss nicht on-Stream sein. Ansonsten, was ich euch immer empfehlen kann, ist, wartet bitte auf die nächsten Events, wo wieder neue Elemons kommen könnten, rein theoretisch. Aber jetzt in dem Moment gibt es gerade nicht viel. Vielleicht diesen Monat noch ein neues Update, wer weiß, werden sehen. I don't know. So. Da könntest du eigentlich überspringen. Ich bin mal gespannt. Also, auf dem Account habe ich ja noch kein LD-Net 5. Und es ist jetzt auch nicht so tragisch. Aber mal so langsam ein LD-Net 5 zu bekommen, wäre schon was Schönes. Wäre schon was Schönes. Einfach mal eins haben, ne? Gibt einige, die ich gerne hätte auf jeden Fall. Und unter anderem natürlich die Kriegskrankenschwestern Licht ist super stark, auf jeden Fall. Musikkönigin in Licht und Dunkel, beide super stark, definitiv. Ansonsten die Doppelklinge in Licht. Dann der Ninja oder der Attentäter in Dunkel, auch super strong. Dr. Evil in Dunkel, auch sehr, sehr stark. Und wen gibt es noch sehr Gutes? Den Sphärenweiser in Dunkel. Auch sehr, sehr geil. Licht muss ich gerade fairerweise sagen, habe ich gerade nicht mehr auf dem Schirm, was der konnte. Aber war auch nicht schlecht, glaube ich. Es gibt auf jeden Fall einige LD-Net 5s, die super geil sind. So, dann hauen wir dann noch raus. Wir hauen einfach alles raus, bis auf die Scamstones. Die lassen wir. Also was heißt Scamstones? Hier sind es ja nicht mal Scamstones. Hier sind die wirklich actually gut. Ne? Also da warte ich auch gerade auf die Woche hier. In 2 Wochen. Da habe ich keinen von den dreien. Ansonsten habe ich alle von denen hier Die habe ich alle 3 noch nicht. Deswegen, da freue ich mich jetzt schon drauf. So, wir haben Dr. Evil im Baum immer noch nicht, ne? Vielleicht haben wir den Glück. Ah ja, genau. Und Vikings, Licht-Viking, ne? Also super stark, wenn man Licht-Viking bekommen würde. Holy moly. Das wäre geil. Licht-Viking würde ich mich extrem freuen. Okay. Kein LD-Net 5, wir sind bei 121. Ja. Passiert. So, vielleicht kriegen wir ja den Licht-Viking. Das wäre super stark. Das wäre super stark, Leute. Komm, wir probieren's. Das wäre so geil. Schade. Kein Licht-Dunkel. Nur einen Dino der Toten. Okay. Wir gehen direkt rein, Leute. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Also, man weiß ja nie. Aber, oh, direkt Lightning. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Holy moly. Ach du Scheiße. Wir haben die Doppelklinge bekommen. Ja, geil. Ach du Kacke. Leute, mega geil. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist das geil. Also, ja, gehört auf jeden Fall zu meinen Top 5. Definitiv. Eines der geilsten Elements für Arena. Ey, mega geil. Oh mein Gott. Ist das geil. Du Scheiße. Ey, wir machen weiter. Wir machen weiter. Back to back, komm, back to back. Oh Gott. Es fing ja richtig gut an. Das ist ja wild. Das ist ja wild, Leute. Heilige Kacke. Entschuldigung. Ach du heilige grüne Neune. Wirklich ist das geil. Also, Licht-Doppelklinge sehr, sehr, sehr stark im Arena-Defense. Also, wenn man den hat, dann ist man auf jeden Fall schon mal easy in der Verteidigung unter den Top 100, ohne viel großartig zu machen, weil es ist sehr, sehr schwer, gegen den zu kämpfen. Für jeden eine sehr nervige Angelegenheit. Vor allem, weil er halt auch nicht
gedebufft werden kann. Wir gucken uns den auch gleich an. Ich will nur einfach... Geil. Ja, cool. Cool. Ach, das freut mich. Das freut mich. Jetzt haben wir auf jeden Fall endlich unseren LD-Net 5 bekommen. Und auch noch ein ziemlich starkes, wirklich. Also, klar, ich hätte natürlich auch Dark, Attentäter oder auch Musikkönigin. Aber es ist egal, welchen man bekommt, ne? Es ist einfach alles geil. So. Wir haben noch 4. Also Lightning sollte noch drin sein, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Da haben wir auch Pech. Oh, da ist ein Lightning. Back vielleicht? Ja, let's go. Let's go. Jetzt mal den Dark bekommen, jetzt den Licht bekommen. Ist das geil. Okay, krass. Nice. Mega cool. Den wollte ich unbedingt haben. Er ist super gut im Gildenkampf. Verteidigung vor allem. Hey, ist super stark. Geil. Es ist quasi ein bisschen wie Molly. Falls ihr Molly noch kennt von... Aber das war die Meerjungfrau. Ich finde ihn sogar noch einen Ticken besser. Mega geil. Geil, Leute. Auf geht's. Ja, also die Doppelklinge. Die Stats, also hier, die Stats sehen ganz okay aus. Wir skalieren mit Attack und Defense. Also Defense jetzt, also Attack ist jetzt nicht so krass gut, aber hey, nehme ich trotzdem. Es ist ein LD-Net 5, was will man mehr, ne? So, jetzt zur Fähigkeiten. Es ist wirklich, also es ist ein Core und Tank, das ist schon mal geil. Ich denke, ich werde dann auf Tank bauen. Und jetzt kommen wir zu den Fähigkeiten. Die Fähigkeiten 1 und 2 sind eigentlich wie bei Blau, also bei Wasser. Nur, dass der Schaden hier erhöht den Schaden basierend auf eigenem Angriff und Verteidigung. Ist jetzt, ja, ganz normal. Auch hier mit dem Debuff, mit dem Buff entfernen und so. Das Wichtige ist Skill 3. Und da ist nur 1 von 2. Das heißt, die Effektrate kann hier einfach einmal reingepackt werden und dann ist fertig. Also wenn wir das auf 2 bekommen, ist super. Und das, warum es geht. Immun gegen alle negativen Effekte. Insane. Ich meine, ich weiß nicht, ob Hex funktioniert. Ich glaube aber nicht. Es geht glaube ich, gar nichts, wenn ich mich nicht täusche. Werden wir mal testen. Und hat eine 10 und später 20%ige Chance, Debuffs zu blockieren, die auf andere Verbündete angewendet werden. Alle Verbündete behalten mindestens 70% ihrer Grundverteidigung. Und das ist halt auch sehr, sehr geil. Selbst wenn sie von Effekten betroffen sind, die die Verteidigung senken und ignorieren. Und als Arena-Fähigkeit hat er sogar noch 42% Verteidigung. Es ist insane. Also dieses Element ist super stark für Arena-Verteidigung. Ist das geil. Mega cool. Mega cool. Okay, wir haben jetzt hier einfach mal reingepackt, die Doppelklinge. Ohne Bauteile ist jetzt auch erstmal egal, ob der Bauteil hat oder nicht. Weil uns geht es ja nur hauptsächlich um die Passive jetzt momentan. Ich habe jetzt mal die Spezialisierung so gemacht, wie ich denke, dass es passen könnte. Weil wir brauchen ja an sich ja kein Resistance wegen der passiven Titanium. Und wir werden gucken, ob das klappt, weil wir sind immun gegen alle negativen Effekte. Und die einzigen negativen Effekte, die ich mir vorstellen könnte, die gefährlich werden könnten, ist einmal Unbewusstheit. Nee, nicht unbewusst, Vergessenheit, sorry. Und Hex. Das sind eigentlich so die einzigen 2, die wirklich problematisch werden könnten. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal rein und gucken mal, ob sowohl als auch wahrscheinlich wird es... Also das hier wird auf jeden Fall nicht funktionieren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Okay, das hat nicht funktioniert. Das war mir klar, weil das ist ein normaler Debuff. Der darf nicht drauf procken. Jetzt ist die große Frage, funktioniert Hex oder nicht? Oh. Das ist blöd. Okay, das heißt, Hex funktioniert gegen den. Oh Gott, okay. Das ist jetzt die große Frage. Was machen wir jetzt? Und dann funktioniert alles, oder? Sobald er gehext ist, ja, okay. Er kann dann auf jeden Fall jeden Debuff abbekommen. Weil er ja nicht mehr der er selber ist. Okay. Okay, das bedeutet, wir müssen irgendeine Lösung finden, wie wir das umgehen können. Ich weiß nicht, ob das intended ist, also ob das wirklich so sein sollte, dass Hex ihn trifft. Aber wenn es wirklich so sein sollte, dann gibt es eigentlich nur 2 Optionen, die wir hätten. Option 1, was wahrscheinlich am
weniger sicher wäre, ist einfach so viel Resistance wie möglich raufzupacken und nochmal zu testen. Das werden wir machen, weil ich weiß nicht, ob Hex resisted werden kann. Habe ich mich nie darum gekümmert zu gucken, weil in den meisten Fällen funktioniert eigentlich Hex immer. Also ich kann mich nicht erinnern, dass Hex mal nicht funktioniert hat. Aber das können wir jetzt erstmal testen und dann kommen wir gleich wieder zurück. So, ich habe ihm jetzt mal einfach irgendwelche random Bauteile gegeben und bin auf 165 Resistance gekommen. Es reicht schon vollkommen, weil unser Spezialist hat 34 Genauigkeit. Das heißt, wenn man die abzieht, dann sind wir auf jeden Fall über 100%. Das sollte eigentlich funktionieren. Die Frage ist, ob es klappen wird. So, das klappt natürlich nicht, das wissen wir. Und jetzt gucken wir mal. Widerstanden, okay. Okay, alles klar. Also, es funktioniert auf jeden Fall. Man kann Hex resisten. Das heißt, je mehr Resistance wir auf unserer Doppelklinge haben, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir kein Hex abbekommen können. Das macht es natürlich einfacher. Die Frage ist jetzt nur, macht es, also Option 2 wäre für mich jetzt gewesen Tarnung. Tarnungsbuff würde uns auch helfen, weil wenn wir Tarnung drauf haben, kann er nicht getargetet werden. Was im Umkehrschluss bedeutet, er kann uns nicht hexen, wenn wir Tarnung drauf haben. Das können wir jetzt auch erstmal ausprobieren. Das machen wir jetzt sofort. So, wir haben jetzt Tarnung auf unserem Doppelklinge draufgepackt und schauen jetzt mal, ob das klappen wird. Weil normalerweise, wenn ich jetzt Tarnung drauf habe, kann ich ihn ja nicht als Ziel nehmen. So, 2 Runden. Das heißt, wir können hier nichts machen. Wir können nur auf ihn gehen. Und ich meine auch, er darf jetzt nicht da drauf packen, oder? Ja, funktioniert nicht. Sehr geil. Also es gibt auf jeden Fall 2 Optionen. Wir können entweder Tarnung drauf packen oder wir hauen so viel Resistance wie nur geht. Wir können natürlich auch versuchen, beides zu bekommen, ne? Also beides, sowohl Tarnung als auch mehr Resistance. Dann sind wir super doppelt gesichert. Also ich denke, das wird auch mein Ziel sein, oder besser gesagt, das sein, was ich versuche zu bauen, auf Tarnung mit sehr, sehr viel Resistance. Weil ich glaube nämlich auch, weil ich kann ihn strippen. Ich kann nur keine Debuffs drauf machen, aber ich kann strippen. Achso, ich habe keinen Strip auf der. Ja gut, aber wie gesagt, weil AOE-Strips würden wahrscheinlich funktionieren. Dafür müsste ich jetzt noch einen AOE-Stripper mitnehmen. Macht sogar am meisten Sinn, weil ich glaube, Feuerspezialist ist da schon prädestinierter dafür. Weil so würde es vielleicht gehen, ne? Weil dass man sagt, okay. Aber wie viele Leute sind davon oder gehen davon aus, dass man Tarnung auf seiner Doppelklinge hat? So, probieren wir mal. Ja, funktioniert. Das heißt, man könnte mit Feuerspezialist oder irgendeinem Stripper davor versuchen, ihn zu strippen. Das funktioniert natürlich nicht. Und dann im Umkehrschluss einfach hingehen und sagen, okay, ja gut, er hat jetzt noch ein bisschen trotzdem mehr Resistance jetzt gehabt. Aber das macht auf jeden Fall die Sache komplizierter. Heißt, wir müssen gucken, dass wir ihm sehr viel Resistance geben, sehr viel oder allgemein auf Tarnung gehen am besten und dann gucken wir mal. Ich versuche den jetzt nochmal neu umzubauen, weil das ist dann jetzt auch Quatsch, was ich hier gemacht habe. Wir versuchen natürlich so viel Resistance wie geht zu bekommen. Ja, wir haben ihn jetzt einigermaßen gebaut. Ich habe jetzt leider nur 142 Resistance draufgepackt. Mehr ging jetzt nicht leider. Aber ich meine, es ist ja auch quasi doppelt gemoppelt, ne? Wir haben ja jetzt auch die Tarnung drauf. Das heißt, es ist jetzt noch schwerer, um überhaupt von den anderen gestrippt und gehext zu werden. Deswegen, ich glaube, in den meisten Fällen sind wir auf jeden Fall good to go. Ich habe jetzt halt überlegt, ob ich jetzt auf Tarnung bleibe oder lieber doch dann auf ein anderes Set gehe und dafür halt über 200 Resistance gehe. Aber ich denke, ich lasse das jetzt erstmal so und probiere es aus. Werde es gleich auch nochmal testen. Ich habe jetzt die Spezialisierung jetzt ein bisschen abgeändert. Hier unten würde ich sagen, ist halt eine Sache, da kann man sich entscheiden, ob man lieber in den Baum gehen will, dass man die ersten 5 Kampfrunden 10% weniger Crit Damage bekommen will und 10% Crit Damage mehr macht. Das Ding ist, ich habe jetzt versucht, ihm kein Crit Rate zu geben. Also ich werde den natürlich nochmal umbauen und nochmal neu bauen wollen, weil ich will, dass er kein Crit Rate hat. Das hat den Grund, weil die meisten Leute nutzen ja für Licht
5 Stars oder sonst was, nutzen sie ja den Dark Joker als Counter. Und wenn die Doppelklinge einfach 0% Crit Rate hat, dann crit ich ihn auch nicht und dann hat er auch kein Problem. Also dann wird der hier sowieso kein Problem haben. Aber ja, das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich kein Crit Rate haben möchte. Am besten echt nur Full Resistance, Verteidigung und LP. Dass einfach nicht down geht. Und ja, das war auf jeden Fall meine Attention. Jetzt gehen wir nochmal rein und gucken mal, ob wir uns irgendwie, wie es laufen würde. So, wir haben ihm jetzt auch Bauteile gegeben. Hat jetzt auch um die 150 Accuracy. Sollte jetzt auch passen. Unser Spezialist auch. Also sollte jetzt mal gucken, ob das jetzt klappt. So, erstmal probieren zu strippen und sehr schön, wird nicht gestrippt. Jetzt können wir ihn auch nicht immunisieren, nicht mehr hexen. Und damit sind wir schon eigentlich good to go. Also die Chance liegt natürlich extrem hoch, dass es trotzdem noch passieren kann. Definitiv. Aber wir sind jetzt schon mal sicher in dem Sinne, das kann sein oder es kann nicht sein. Quasi halt wie ein Coinflip, ne? Wir können gestrippt werden und gehext werden, aber es kann sein, dass wir gar nichts davon werden. Das auf jeden Fall dazu. Ich bin mega hyped. Also ich werde den jetzt auf jeden Fall noch einige Male probieren und gucken, dass es am besten klappt. Und ja, wir haben unseren ersten LD Net 5. Ich hoffe, euch geht es genauso, dass ihr schon einen LD Net 5 habt und glücklich damit seid. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, Leute. Ciao.